My dear friends, we are going to continue on this great theme of justification, righteousness of God. Meine lieben Freunde, wir fahren jetzt weiter fort und sprechen über die Gerechtigkeit Gottes. It's a long, there are a lot of things to learn. The more you learn, the more you will be joyful about it. Da gibt es viele Dinge, die wir lernen müssen. Und je mehr wir lernen, je mehr wächst auch die Freude darüber. Now we were reflecting on this famous parable of prodigal son. Wir haben über dieses berühmte Gleichnis des verlorenen Sohns gesprochen. So, in that, normally we focus on this younger son. Normalerweise richten wir uns immer nach diesem jüngeren Sohn aus. But the elder son is also very important. Aber auch der ältere Sohn, er ist wichtig. Maybe, yeah, because the elder son was thinking that he is obeying all the commandments. Weil der ältere Sohn, er glaubt von sich, dass er alle Gebote einhält, die der Vater ihm gibt. He told the father, Er sagt es auch dem Vater. I have been serving you so long and obeying all your commandments. Ich habe dir schon so lange gedient und alles, was du gesagt hast, dem habe ich gehorcht. See, this is one attitude of many Christians also. Das ist eine Eigenschaft, die viele Christen auch haben. This is actually referring to Jews. Und dies bezieht sich in diesem Gleichnis besonders auf die Juden. That this elder son is like the Pharisees and the scribes who are obeying all the commandments. Der ältere Sohn, der ist ein Beispiel für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten, die die Gebote und Gesetze genau einhalten. Without understanding that, without recognizing, they have a freedom of a child of God in the family of the Father. Ohne es zu wissen, verlieren sie diesen Frieden des Kindes Gottes im Haus des Vaters. What's important is the freedom of a child of God. Was sehr wichtig ist, ist der Frieden, die Freiheit des Kindes Gottes. That you must first of all believe you are a child of God. Als erstes sollst du wissen und glauben, du bist Kind Gottes. Yes. In Romans chapter 10 says, Im Römerbrief, 10. Kapitel, wird dazu gesagt, we were talking about this on one day, that brothers, my heart's desire and prayer to God on their behalf is for salvation. Wir haben an früheren Tagen schon darüber gesprochen. Brüder, ich wünsche von ganzem Herzen und bete zu Gott, dass sie gerettet werden. I testify with regard to them, that is Jews, that they have a zeal for God. Ich bezeuge ihnen, und damit sind die Juden gemeint, dass sie Eifer haben für Gott. But it is not discerning. Aber es ist ein Eifer ohne Erkenntnis. For in their unawareness of the righteousness that comes from God and their attempt to establish their own righteousness, they did not submit to the righteousness of God. Da sie die Gerechtigkeit Gottes verkannten und ihre eigene aufrichten wollten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. For Christ is the end of the law for the justification of everyone who has faith. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes und jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht. Means end of the law means Christ did not end the law, but Christ has come to fulfill the law. Mit Christus ist das Ende des Gesetzes gekommen. Das heißt nicht, dass das Gesetz nichts mehr gilt, sondern dass Christus das Gesetz erfüllt hat. Jesus said in another place that
that all the prophets and the law end with John the Baptist. An einer anderen Stelle sagt Jesus, dass das ganze Gesetz und die Propheten enden mit Johannes dem Täufer. That is in okay. So what that means? Also was hat das jetzt zu bedeuten? All the prophecies, all that prophets was actually aiming to the coming of the Messiah. Alle Propheten wiesen auf das Kommen Jesu hin. Yes. So he has come. Und jetzt ist er gekommen. So all the prophecies fulfilled. Also sind alle Prophezeiungen der Propheten erfüllt. That is how we have to understand. So sollen wir das verstehen. The law and the prophets ended with John the Baptist means Das Gesetz und die Propheten enden mit Johannes dem Täufer. Das heißt, that all what John the law and prophet was aiming was the coming of the Messiah. das heißt, dass alles, worauf die Propheten hingewiesen haben, war das Kommen des Messias. Des He has come. Menschensohns. He has come. Und jetzt ist er gekommen. Now through him we have the fullness of God. Durch ihn haben wir die ganze Fülle Gottes. Now we quickly go to Hebrews chapter 3. Wir gehen jetzt zum Hebräerbrief, 3. Kapitel. Chapter 3, 5 says, 3. Kapitel, Vers 5. Moses was faithful in all his house as a servant to testify to what would be spoken. Mose war in Gottes ganzem Haus treu als Diener zum Zeugnis der künftigen Offenbarungen. But Christ was faithful as a son placed over his house. Christus aber ist treu als Sohn, der über das Haus Gottes gesetzt ist. We are his house. Sein Haus aber sind wir. If only we hold fast to our confidence and pride in our hope. Wenn wir an der Zuversicht und an dem stolzen Bewusstsein festhalten, das unsere Hoffnung uns verleiht. Welche Stelle ist das nochmal? Hebräer 3, 5 and 6. 5 und 6. This is very interesting. Das ist interessant. That Moses, now once again, please read that. Wir lesen Moses das noch was einmal zusammen. Mose war in Gottes ganzem Haus treu als Diener zum Zeugnis der künftigen Offenbarungen. Christus aber ist treu als Sohn, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Sein Haus aber sind wir, wenn wir an der Zuversicht und an dem stolzen Bewusstsein festhalten, das unsere Hoffnung uns verleiht. So, the law came. When we obey the law only, then we are like a servant. Wenn wir nur dem Gesetz gehorchen, dann sind wir sowas wie ein Diener. Yes. But we are children of God. Aber wir sind Kinder Gottes. So we have to get something more than the law. Also brauchen wir etwas mehr als das Gesetz. It's like, I have already told once, that we have a servant in our home. He has stolen 1,000 euro, so we will send him away. Ich habe es schon wiederholt erzählt, dass wir uns vorstellen können, dass wir einen Diener in unserem Haus haben, der uns 1.000 Euro gestohlen hat und den wir dann wegschicken würden. But if our son steal 1,000 euro,
we cannot send him away. Aber wenn unser eigener Sohn 1000 Euro stehlen würde, den würden wir nicht einfach so wegschicken können. We will call him and say, my son, why have you done this? Wir werden- All what I have is yours. Wir werden ihn zu uns rufen, wir werden zu ihm sagen, mein Sohn, wie konntest du das tun? Alles, was mein ist doch auch dein. That is the righteousness of God. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Understand it? Verstanden? I think, are we in this faith? When we believe in Jesus means the Son of God. He is the Son of God over the house, not only in the house. Und wenn wir sagen, wenn wir an Jesus glauben, an den Sohn Gottes, dann können wir sagen, er ist der Sohn Gottes nicht nur in dem Haus, sondern über das Haus. And His Spirit is given to us, and through Him, through baptism, we already become children of God. Und sein Geist ist uns gegeben und durch die Taufe sind wir alle zu Kindern Gottes geworden. So, for children of God, He has another righteousness. Also für die Kinder Gottes gibt es eine neue Gerechtigkeit. And that is what we have to recognize. Und das ist es, was wir erkennen müssen. What am I to receive as a child of God? I am not like Moses, I am like Jesus. Was darf ich empfangen als Kind Gottes? Ich bin nicht so wie Mose, sondern ich bin wie Jesus. This is what I say, once we understand this, my God, that means we have much more, then the Bible become more and more clear. Und das ist, was ich sagte, wenn ihr das erst einmal verstanden habt, dann bekommt ihr so eine Freude und vieles in der Heiligen Schrift wird auf einmal viel klarer. Then you will know the Bible more than what we were knowing. Dann kennst du die Bibel besser, als du sie vorher gekannt hast. Now with this insight you must read the Bible again. Und mit dieser neuen Einsicht kannst du dann die ganze Heilige Schrift noch einmal lesen. That's why Jesus said, seek first the kingdom of God and its righteousness, rest all other things you will be added to you. Und das ist, warum Jesus sagte, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dann dazugegeben werden. What is that andere? What is that other things? Was sind diese anderen Dinge? That is the whole Bible. Das sind die Erkenntnisse in die ganze Bibel. We cannot understand this Bible unless we first understand the kingdom of God and its righteousness. Wir verstehen die Heilige Schrift nur, wenn wir zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit verstanden haben. Beispiel. Zum Take, Beispiel, look now. So now we understood the parable of the prodigal son and his brother more clear. jetzt haben wir ja auch schon die Schriftstelle Lukas von dem verlorenen Sohn und seinem großen Bruder besser verstanden. Now there we saw in Hebrews, Moses as a servant, Jesus as son of God. That is how in the parable, the elder son is like Moses and the younger son is son like Jesus. Also wir haben im Hebräerbrief gelesen, dass Mose wie ein Diener ist und dass Jesus der Sohn ist. Und wir finden das wieder im Lukasevangelium. Der ältere Sohn ist wie Mose und der jüngere Sohn ist wie Jesus. But then the father told him, you are not a servant, my son, you are my son, all what I have is yours. Aber der Vater kommt und sagt zu dem älteren Sohn, du bist nicht nur mein Diener, du bist mein Sohn und alles, was mein ist dein. That is the kingdom of God. Das ist das Reich Gottes. That is the righteousness. Und das ist die Gerechtigkeit. All what the younger son, whatever bad thing he did, that also Father forgiven, that he also is accepted as the son. Und alles, was der jüngere Sohn an Schlechtem getan hat, all das hat der Vater ihm vergeben. Und er ist auch angenommen als Sohn. That is the righteousness of God. Das nennen wir Gerechtigkeit Gottes. He did not punish him. Er hat ihn nicht bestraft. Now, we have a lot of misunderstanding about God.
Es gibt bei uns viele Missverständnisse über Gott. Now this elder son is a sample of that misunderstanding. Der ältere Sohn ist ein Beispiel für diese Missverständnisse. He is a son, but Er ist Sohn. he thinks so small about him. Er denkt aber so klein über sich selbst. He thinks like a servant. Er denkt über sich selbst, als wäre er ein Diener. He is not understanding his status in the house of God. Er hat seinen Status im Haus Gottes einfach nicht verstanden. What is our status? Und was ist unser Status im Haus Gottes? We are children of God. Wir sind Kinder Gottes. Nobody can condemn us. Niemand kann uns verdammen. Even if we have done great sin. Selbst dann, wenn wir große Sünden begangen haben. We Nicht. believe in Jesus. Wir glauben an He Jesus. already took the sin upon the cross. Er hat unsere Sünden schon auf das Kreuz getragen. Once we know this, then only we understand God correctly. Und nur wenn wir das im tiefsten verstehen, dann verstehen wir auch Gott. Here is another situation in Luke chapter 19. Im Lukas Evangelium 19. Kapitel gibt es noch eine andere Situation. This is the great parable of the tax collector Zacchaeus. That is not the point I want to say. Da ist die große Geschichte des Zöllners